Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und wie immer ist auch die wunderbare Lisa mit dabei. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein super spannendes Thema. Tipps, um euren deutschen Wortschatz zu erweitern. Ich denke, das könnte für viele von euch sehr hilfreich sein, oder? Absolut. Wer von uns möchte nicht jeden Tag ein bisschen besser Deutsch sprechen? Aber Lisa, mal ehrlich, das kann manchmal wirklich eine Herausforderung sein, oder? Auf jeden Fall, Felix. Es ist nicht immer einfach, jeden Tag neue Wörter zu lernen. Aber ich denke, mit den richtigen Tipps und Methoden kann es sogar Spaß machen und gar nicht so schwer sein. Genau. Und Spaß ist hier das Schlüsselwort. Wir wollen ja, dass das Lernen Freude bereitet, nicht wahr? Also, Lisa, womit fangen wir an? Was ist dein erster Tipp für unsere Zuhörer? Mein erster Tipp ist, sich jeden Tag ein kleines Ziel zu setzen. Zum Beispiel, lerne jeden Tag 5 neue Wörter. Das klingt vielleicht wenig, aber wenn man das konsequent durchzieht, hat man nach einem Monat schon 150 neue Wörter gelernt. Wow, das klingt machbar. 5 Wörter am Tag. Das ist ja fast wie ein kleines Spiel, oder? Ich meine, wer mag keine Herausforderungen? Aber Lisa, wie findet man denn diese 5 neuen Wörter? Gute Frage, Felix. Eine mögliche Quelle sind natürlich Bücher, Zeitschriften oder auch Nachrichten auf Deutsch. Aber ich empfehle vor allem, Wörter zu lernen, die euch im Alltag begegnen. Zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt seid und ein Produkt seht, dessen Name euch unbekannt ist. Merkt euch das Wort und schaut es nach. Auch sozusagen das Lernen im Alltag. Das finde ich großartig. Man sieht ein Wort, vielleicht auf einer Packung Schokolade oder auf einem Schild und denkt sich, hey, das merke ich mir jetzt. Das bringt uns doch auch direkt zu einem weiteren Tipp, oder? Genau, Felix. Der nächste Tipp ist, ein kleines Notizbuch zu führen. Notiert euch die neuen Wörter, die ihr lernt. Ihr könnt auch eine digitale App nutzen, aber ich finde ein echtes Notizbuch oft effektiver, weil das Aufschreiben an sich schon beim Lernen hilft. Und wenn ihr das Notizbuch immer dabei habt, könnt ihr in jeder freien Minute über eure neuen Wörter schauen. Oh, da bin ich voll bei dir. Ich benutze auch ein Notizbuch, um mir Dinge zu merken. Ich finde es total befriedigend, am Ende des Tages zurückzuschauen und zu sehen, was ich alles gelernt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Wörter besonders gut funktioniert, weil man so ein richtiges Gefühl für den Fortschritt bekommt. Aber Lisa, wie kann man sicherstellen, dass man diese Wörter nicht wieder vergisst? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Felix. Man muss die neuen Wörter regelmäßig wiederholen. Eine gute Methode dafür ist die sogenannte Spaced Repetition Technik, also das Lernen mit zeitlichen Abständen. Es gibt viele Apps, die das unterstützen, wie Anki oder Memories. Das Prinzip ist einfach. Man wiederholt die neuen Wörter immer wieder, aber in größer werdenden Abständen, damit sie im Langzeitgedächtnis bleiben. Spaced Repetition. Das klingt ziemlich technisch, aber auch sehr effizient. Es ist ja wie beim Sport, oder? Wenn man möchte, dass die Muskeln wachsen, muss man regelmäßig trainieren. Genauso muss man auch das Gehirn trainieren, damit die neuen Wörter hängen bleiben. Was meinst du, Lisa, was ist noch wichtig, um wirklich dran zu bleiben? Ich denke, eine der besten Methoden, um neue Wörter zu behalten, ist, sie sofort anzuwenden. Wenn du ein neues Wort lernst, versuche es noch am gleichen Tag in einem Satz zu verwenden. Es kann auch einfach ein Gedanke sein, den du dir laut vorsagst, oder ein Satz, den du jemandem erzählst. Dadurch verknüpft man das Wort mit einer echten Situation und es bleibt viel besser im Gedächtnis. Das finde ich klasse. Und das kann man auch gut in einem Gespräch üben. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr Deutsch sprechen könnt, probiert es einfach aus. Ich denke, dass viele sich manchmal nicht trauen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Aber hey, Fehler sind doch ein Teil des Lernens, oder? Absolut, Felix. Fehler sind wichtig. Ohne Fehler können wir nicht wachsen. Und ganz ehrlich, wer erinnert sich nicht besser an etwas, nachdem er es falsch gemacht hat? Es ist wie eine kleine Erinnerung. Oh, da war etwas falsch, aber jetzt weiß ich es besser. Also keine Angst vor Fehlern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Fehler sind unsere Freunde. Okay, Lisa, was ist denn dein nächster Tipp? Ich bin gespannt. Mein nächster Tipp ist, deutsche Filme, Serien
oder auch YouTube-Videos zu schauen. Und dabei empfehle ich, die Untertitel zu nutzen. Am besten sind natürlich deutsche Untertitel, denn so seht ihr das gesprochene Wort direkt in schriftlicher Form und könnt es besser einordnen. Das hilft nicht nur, neue Wörter zu lernen, sondern auch die Aussprache zu verbessern. Ah, das ist ein toller Tipp. Es gibt ja so viele gute Serien und Filme auf Deutsch, die auch echt Spaß machen. Und wenn man dazu noch lernt, perfekt. Welche Serie würdest du denn empfehlen, Lisa? Für Anfänger finde ich Serien wie Extra auf Deutsch sehr gut, weil sie speziell für Deutschlandende gemacht wurden. Aber auch beliebte deutsche Serien wie Tatort oder Dark sind toll, wenn man schon ein bisschen weiter ist. Wichtig ist, dass ihr etwas schaut, das euch Spaß macht. Nur so bleibt man motiviert. Ja, Motivation ist wirklich das A und O. Ich liebe es ja auch, Podcasts zu hören, wie unseren hier. Übrigens, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Aber jetzt mal ehrlich. Lisa, warum sind Podcasts denn so hilfreich? Podcasts sind super, weil man sie fast überall hören kann. Ob beim Spazierengehen, beim Kochen oder sogar im Fitnessstudio. Ihr könnt euch immer wieder mit der deutschen Sprache umgeben. Das ist sehr wichtig, weil es dem Gehirn hilft, sich an den Klang der Sprache zu gewöhnen. Außerdem lernt man dabei ganz nebenbei neue Vokabeln. Ganz genau. Und man lernt die Sprache in einem echten Kontext, was es viel einfacher macht, sie zu verstehen und anzuwenden. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Tipp, oder? Ja, der nächste Tipp ist, sich selbst zu Hause kleine Sprachspiele zu machen. Zum Beispiel könnt ihr versuchen, euren Tag auf Deutsch zu beschreiben. Was habt ihr heute gemacht? Was habt ihr gegessen? Welche Menschen habt ihr getroffen? Wenn ihr das jeden Tag macht, trainiert ihr euer Gehirn, in der Sprache zu denken und erweitert gleichzeitig euren Wortschatz. Das ist eine coole Idee. Und es muss ja niemand perfekt sein. Man kann einfach drauf losreden. Und wenn man ein Wort nicht weiß, dann schaut man es eben nach. Das ist doch auch ein super Weg, um zu merken, welche Wörter einem noch fehlen. Genau, Felix. Und es gibt noch eine weitere Methode, die ich sehr gerne mag. Lest einfache Kinderbücher auf Deutsch. Die Sprache ist oft leichter zu verstehen und die Geschichten sind kurz und unterhaltsam. Dadurch lernt man ganz automatisch viele alltagstaugliche Wörter. Oh ja, Kinderbücher sind wirklich super. Ich habe mal Die kleine Raupe Nimmersatt auf Deutsch gelesen. Ein echter Klassiker. Manchmal sind die einfachsten Dinge doch die besten, oder? Absolut, Felix. Und weil du gerade Klassiker erwähnst, ein weiterer Tipp ist, Lieder auf Deutsch zu hören. Musik bleibt oft besser im Gedächtnis als reine Vokabellisten. Ihr könnt versuchen mitzusingen oder die Texte zu lesen, während ihr das Lied hört. So lernt ihr neue Wörter und habt dabei noch Spaß. Ja, Musik ist wirklich ein fantastisches Hilfsmittel. Und das Tolle ist, dass man dabei gar nicht merkt, dass man lernt. Man genießt einfach die Musik. Und vielleicht noch ein letzter Tipp von meiner Seite. Wenn ihr die Möglichkeit habt, sprecht mit Muttersprachlern. Es gibt viele Online-Communities, in denen man Tandempartner finden kann. So kann man nicht nur die Sprache lernen, sondern auch neue Leute kennenlernen. Das ist ein toller Abschluss, Felix. Der Austausch mit Muttersprachlern ist wirklich unschlagbar, wenn es darum geht, den Wortschatz zu erweitern und gleichzeitig die Kultur besser zu verstehen. Und vergesst nicht, habt Geduld mit euch selbst. Sprachlernen ist ein Prozess, der Zeit braucht. Jeder kleine Schritt zählt. Ganz genau, Lisa. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dass ihr einige nützliche Tipps mitnehmen konntet. Denkt daran, jeden Tag ein bisschen Deutsch und bald merkt ihr große Fortschritte. Danke, dass ihr heute dabei wart und viel Erfolg beim Wortschatzlernen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald, bleibt dran und macht weiter so. Tschüss. Tschüss.